Es ekelt einen einfach nur noch an. Grafikkartenpreise hier, Grafikkartenpreise da, Preise steigen, fallen kaum, es kommen neue Grafikkartenmodelle auf den Markt, es werden neue Modelle präsentiert und Preise steigen wieder. Das kann einfach nicht sein. Also, okay, let's go. Und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat AMD die neue 6500 präsentiert und auf den Markt gebracht. Diese Grafikkarte ist seit dem 19. Januar in einigen Shops bereits erhältlich und wird einen Tag später auf eBay Kleinanzeigen für satte 450 €, 500 € oder auch auf Guide-Sites für ca. 400 und 420 € verhökert. Dabei wurde diese Grafikkarte mit einer UVP von 199 € gelistet. Das kann einfach nicht sein, dass solch eine Grafikkarte mit so einer geringen Leistung bereits für so einen Preis verkauft wird. Auch einige YouTuber haben dies bereits extrem kritisiert, unter anderem Linus Tech, Kreativecke und so weiter. Und genau hier müssen wir uns mal noch ein bisschen gedulden und auf die RTX 3050 von Nvidia warten. Auf der anderen Seite wird sicherlich Nvidia mit der RTX 3090 Ti ein neues Flaggschiff und somit ein Spitzenmodell auf den Markt bringen, wobei sich Nvidia hier noch relativ verdeckt hält. Naja, meine persönlichen Erwartungen sind an dieser Stelle nicht besonders hoch. Und ihr alle kennt sicherlich schon das Gerücht, dass diese RTX 3090 Ti ein PSU bzw. ein Netzteil mit rund 1000 Watt benötigen wird, was einfach abseits von Gut und Böse ist und gerade auch was Effizienz anbelangt nicht besonders effizient sein wird. Des Weiteren haben die Hersteller wie AMD, Intel, Nvidia, aber auch TSMC eine Preissteigerung in den nächsten Monaten von bis zu 10 oder 20% angekündigt. Das bedeutet, dass auch die UVP-Preise in den nächsten Monaten angezogen werden müssen, aber auch gleichzeitig die Preise auf dem Gebrauchtmarkt wahrscheinlich steigen werden, was dazu führt, dass auch Grafikkarten wieder mal teuer werden. Aber, ja, ich mag aber mit Intel und dem chinesischen Grafikkartenhersteller wird es zukünftig zwei weitere Big Player auf dem Markt geben, die AMD und Intel dann ordentlich Konkurrenz machen werden. Und hoffen wir auch, dass damit die Grafikkartenpreise zukünftig fallen werden. Wann sich das Ganze dann entwickeln wird, ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vorausschaubar. Aber Intel hat unter anderem angekündigt, dass voraussichtlich Anfang April oder Mitte April die Grafikkarten bei den Händlern sein werden. Aber es ist wieder mal nur ein Gerücht. Und man könnte jetzt auch schon sagen, dass Intel wahrscheinlich den Termin wieder verschieben wird, wie es bereits in der Vergangenheit war. Aber um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen, kommen wir mal jetzt zum Grafikkartenpreis-Update im Januar. Und an dieser Stelle beginnen wir auch mal mit den Nvidia Grafikkarten. Sortiert nach Release bzw. sortiert nach Hierarchie der Grafikkarte. An erster Stelle steht hier die GTX 1070 und an der letzten Stelle die RTX 3090 Ti, die noch nicht veröffentlicht wurde, aber ich diese Grafikkarte auch schon mal hier aufgenommen habe. Erstaunlich ist, dass die RTX 2080 Ti immer noch im Schnitt etwa 1100 € kostet und das gebraucht. Wobei man auch erwähnen muss, dass diese Grafikkarte inzwischen rund 3 Jahre oder älter ist und nach wie vor ein Leistungsbiest. Bei AMD sieht das Ganze nicht anders aus. Wir haben hier auch zum einen die RX 5700 XT, also einer knapp 3,5 Jahre oder 4 Jahre alten Grafikkarte, für die man nach wie vor über 800 € zahlen muss. Auf der nächsten Folie sind die Grafikkartenpreise sortiert. Das heißt von der günstigsten, also der GTX 1650 bis zur RTX 3090 als teuerste Grafikkarte. Die ganze Folie ist in 3 Bereiche eingeteilt. Der erste Bereich deckt Grafikkarten bis 500 €, der zweite Bereich Grafikkarten bis 1000 € und der letzte Bereich deckt Grafikkarten, die über 1000 € kosten. Meine Empfehlungen hier an dieser Stelle bzw. im grünen Bereich sind folgende Grafikkarten, unter anderem die GTX 1070 Ti und die GTX 1660 Super. Mit diesen beiden Grafikkarten erhält ihr eine außerordentlich
ja, ich sag mal, zufriedenstellende Leistung, mit der ihr auch alle Spiele problemlos spielen werden könnt. Wenn wir jetzt den gelben Bereich nochmal in 2 weitere Teile aufteilen, das heißt bis 750 €, dann würde ich hier an dieser Stelle zu einer GTX 1080 oder zu einer GTX 1080 Ti greifen. Oberhalb von 750 € würde ich versuchen, zu einer RTX 2080 zu greifen. Dann habt ihr auch Raytracing und das ganze Gedöns, was ihr leider bei den GTX-Modellen nicht habt. Ich persönlich würde zur heutigen Zeit nicht mehr als 1000 € für eine Grafikkarte ausgeben. Dann lieber vielleicht doch eine PlayStation 5 oder eine Xbox. Aber wenn ihr das notwendige Kleingeld habt und mehr als 1000 € für eine Grafikkarte ausgeben wollt, dann würde ich definitiv zu einer AMD Radeon RX 6900 XT oder zu einer RTX 3080 greifen. Weil hier bekommt ihr, sage ich mal, zum aktuellen Zeitpunkt eine relativ kostengünstige Grafikkarte mit einer außerordentlich guten Leistung. Auf dieser Grafik ist das Preis-Leistungs-Verhältnis im Januar abgebildet. Bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis wurde zum einen der Gebrauchtmarktpreis herangezogen und als Leistungsfaktor der GPU-Benchmark von der unten angegebenen Webseite. Auf Platz 1 steht hier die GTX 1080 Ti mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, das, was ihr zahlt, oder beziehungsweise für das, was ihr euer Geld ausgegeben habt, bekommt ihr zum aktuellen Zeitpunkt einen außerordentlich guten Performance-Schub. Meiner Meinung nach und als Verlierer gelten hier unter anderem die RTX 3090, die RTX 3080 Ti, die RTX 3060, die RX 5500 XT, wahrscheinlich auch die RX 6500, die jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in der Tabelle aufgeführt ist. Wenn ihr plant, eine neue Grafikkarte zu kaufen, dann werdet ihr sicherlich in diesem grünen Bereich einen guten Preis-Leistungsfang machen. Das heißt, die GTX 1080 Ti, die GTX 1070, die RX 6700 XT, als auch die GTX 1660 Ti liefern euch eigentlich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, in Abhängigkeit natürlich von eurem Budget. Der Kauf einer Grafikkarte aus dem gelben Bereich hingegen ist noch ein relativ angemessener Bereich. Das heißt, beim Kauf einer RX 6800, einer RTX 2060 als auch einer RTX 2080 seid ihr eigentlich relativ gut bedient. Man merkt aber hier, dass die GTX 1650 Super, ich sag mal, überteuert ist. Man muss anmerken, dass die RTX 2080 Ti und die RTX 2080 Super letzten Monat sehr weit oben standen und jetzt diesen Monat weit in die Mitte gerutscht sind. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das infolge meines letzten Videos geschehen ist. Kommen wir zu dem letzten Teil dieses Kapitels und zwar dem roten Bereich. Hier haben wir die Grafikkarten mit dem schlechtesten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ganz weit unten steht auf jeden Fall die RTX 3090 und an erster Stelle dieses Kapitels steht die RTX 3060 Ti, dicht gefolgt von der RTX 3070, wobei man hier auch erwähnen muss, dass diese Grafikkarten natürlich außerordentlich gut performen, aber ihr einen überdurchschnittlich hohen Preis dafür zahlen müsst. Mein Tipp an diejenigen, die eine neue Grafikkarte kaufen möchten: Haltet euch ein gewisses Budget vor und schaut, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis dementsprechend auch passt. Und somit könnt ihr mit dieser Tabelle, die jetzt hier aufgeführt ist, das angemessene Preis-Leistungs-Verhältnis für euch heraussuchen. Wenn ihr 1000 € ausgeben wollt, dann holt euch eine RTX 2080 Ti oder eine RTX 2070 als auch eine RX 6800. Ja, und jetzt kommen wir mal zu der letzten Übersicht, also das Preis-Leistungs-Verhältnis von Dezember zum Januar. Hier bekommt ihr einen Einblick zu der jeweiligen Entwicklung der jeweiligen Grafikkarte. Das heißt, nehmen wir jetzt mal die GTX 1080 Ti, dann lag im Dezember das Preis-Leistungs-Verhältnis bei 6,3 und im Januar aktuell bei 5,84. Ein erheblicher Anstieg ist bei der RTX 2080 Ti zu sehen. Dort ist das Verhältnis von 6,1 auf 8,1 gestiegen. Aber auch bei der RTX 2080 Super haben wir hier eine Steigerung von 6,02 auf 8,6. Ja, und das war's auch schon meinerseits. Ich danke euch und bis zum nächsten Video. Hinterlasst ein Abo und einen Daumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!